Man will es kaum glauben, wenn man so aus dem Fenster schaut. Aber der Herbst steht vor der Tür. Und damit auch die Jahreszeit, die sich perfekt dazu eignet, um sich mit tollen Rollenspielen die Zeit zu vertreiben. Und damit herzlich willkommen zu Isis RPG-Überblick für den September. So zumindest der derzeitige Arbeitstitel. Wie immer gilt, wenn ihr bessere Einfälle habt, wie wir das Format hier nennen sollen, dann ab damit runter in die Kommentare. Gut, aber worum geht's jetzt eigentlich? Ich will euch die vielversprechendsten Rollenspieltitel, die diesen Monat erscheinen, vorstellen. Vorweg, die Liste ist sehr subjektiv und es kann sein, dass mir die ein oder andere Perle eventuell entgangen ist. Wenn dem so sei, dann seid doch so gut und weist mich in den Kommentaren darauf hin. So, aber jetzt zu den eigentlichen Stars dieses Formates, den Spielen. Den Anfang macht am 3. September das Remaster des ursprünglich 1999 erschienenen Final Fantasy VIII. Neben einer etwas verbesserten Grafik weist es unter anderem, wie schon das Remaster des 7. und 9. Teils, den eingebauten Spielebooster auf. Dadurch kann man Zufallskämpfe deaktivieren, das ganze Spiel inklusive Zwischensequenzen bis zu 3-mal schneller ablaufen lassen oder dank Battle Assist zum Beispiel ständig auf die Spezialangriffe zurückgreifen. Final Fantasy VIII hat vielleicht nicht den Kultstatus wie Final Fantasy VII, das ja im nächsten Jahr ein riesiges Remake bekommt, aber ich persönlich liebe den 8. Teil der Serie mehr. Am 6. September erscheint für Monster Hunter World das große Add-on Iceborne. Neben vielen neuen Monstern erkundet man auch einen komplett arktischen Kontinent. Allerdings erscheint Iceborne zunächst nur für die Konsolen. Die Spieler der PC-Version, wie ich, müssen noch bis Januar 2020 warten. Am 10. September erscheint vom französischen Entwickler Spiders das Rollenspiel Greedfall. In einer Renaissance-Fantasy-Welt muss der Spieler die Geschicke einer Insel leiten und dabei zwischen verschiedenen Fraktionen vermitteln. Mich persönlich spricht das noch unverbrauchte Renaissance-Setting an, das etwas Abwechslung zu den üblichen Mittelalter-Szenario aufweist. Am 13. September kann man sich dann wieder mit Claptrap in neue Abenteuer, neuen Loot und unzählige Waffen stürzen, während mit Borderlands 3 erneut bunte Cell-Shading-Grafik über dem Bildschirm flackert. Ich bin vor allem darauf gespannt, ob die Charakterzeichnungen der Bösewichte mit einem Handsome Jack aus Borderlands 2 mithalten können. Aber auch wenn nicht, wird Borderlands 3 wieder gewaltig Spaß im Koop-Modus machen. It's my mom. I have to save her. Look at this place. It's amazing. So this is your world. That's right. A whole nother world. Let's be off, shall we? Am 20. September kommt das ursprünglich nur für PS3 erschienene Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin, für PlayStation 4, Switch und PC raus. Während der zweite Teil, der letztes Jahr erschienen ist, sich mit seinem Kampfsystem eher bei der Tales-of-Serie bedient hat, orientiert sich Ni no Kuni 1 eher an den klassischen JRPGs mit einer Prise Pokémon. Egal ob man nun auf dieses Kampfsystem steht oder nicht, ist Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin, dank seiner Zwischensequenzen von Studio Ghibli ein echtes Meisterwerk. Studio Ghibli ist unter anderem verantwortlich für Anime-Perlen wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke oder Das wandelnde Schloss. Ebenfalls am 20. September erscheint das Remake meines absoluten Lieblings-Legend of Zelda-Titels, Link's Awakening. Das, was ich bisher vom Grafikstil gesehen habe, spricht mich extrem an. Und wenn man den Humor der Gameboy-Übersetzung beibehält, wird das ein großartiges Spiel.
Mein letzter Titel für diesen Monat erscheint am 27. September und ist die Switch-Version von Dragon Quest XI. Um genauer zu sein, Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Also das Spiel hat zumindest schon mal den Game of the Year Titel für den längsten Namen gewonnen. Ich persönlich habe auf diese Version von Dragon Quest XI gewartet, um dieses extrem umfangreiche JRPG auch unterwegs im Zug spielen zu können. Im Vergleich zum Hauptspiel hat die Definitive Edition noch ein paar kleine Gimmicks, wie etwa einen 8-Bit-Spielmodus, durch den man Dragon Quest XI wie auf dem NES spielen kann. Und das war's für den September. Wenn ihr vorhabt, eines dieser Games zu spielen oder es gar schon gespielt habt, dann lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten sind da noch 2 Videos für euch und damit der YouTube-Algorithmus dieses Video hier mag, würde ich mich noch über ein Däumchen nach oben freuen. Wir sehen, hören und spielen uns.